Moin zusammen, hier ist Wohnschnecke Mobil. Willkommen zu unserem Video in Andalusien. Unsere Tour führt uns zurück in die Provinz Cádiz. Wir nehmen euch mit auf den 2020 eröffneten Campingplatz El Nogalejo, genießen die Umgebung und Natur bei einem schönen Picknickplatz und stoppen auf dem kostenlosen Stellplatz in Algodonales. Viel Spaß bei diesem Video! Hier auf dieser Übersichtskarte haben wir die Region farblich unterlegt, in der wir gerade unterwegs sind. Wir haben einige der Orte blau markiert, die wir besuchen. Die Koordinaten und weitere Infos zu den Orten findet ihr wie üblich in der YouTube-Beschreibung. Auf der landschaftlich schönen Route passieren wir über die CA 9106 das sehr hübsch gelegene Dorf Torre Alakime. Wir erreichen den sehenswerten Ort Setenil de las Bodegas. Es bieten sich tolle Ausblicke auf die in den Fels gehauenen Häuser, den maurischen Wehrturm und die gotische Kirche. Unser Ziel ist der kleine Campingplatz El Nogalejo. Er liegt ca. 1,5 Kilometer außerhalb des Ortes an der CA 422. Hier erreichen wir die Rezeption gegen 11 Uhr vormittags. Von 14 bis 16 Uhr ist Mittagspause. Rechts hinter der Hecke liegt der sehr schön angelegte Poolbereich mit Außenduschen und Toiletten. Der Hauptweg ist eine schmale Einbahnstraße. Die 17 Parzellen für Wohnmobile oder Wohnwagen befinden sich hier hinten rechts. Es gibt 8 sehr schmale und 9 etwas breitere Stellplätze. Jetzt gegen 11 Uhr ist es noch leer. Die Parzellen werden sich aber in Kürze füllen. Die kurzen Stichstraßen zwischen den Parzellen sind ebenfalls schmal. Bei vollem Platz ist es dann schwerer zu rangieren. Wie man sieht, gibt es teilweise tief hängende Äste und Zweige. Auf einige Parzellen muss man deshalb mit einem höheren Wohnmobil mittig rauffahren. Hier in der vorderen Reihe sehen wir die etwas breiteren Plätze, in der Reihe dahinter die schmalen. Der größte Teil des Campingplatzes ist mit verschiedenen Mietunterkünften bebaut.
Nebenan auf der Wiese stehen Pferde und Schafe. Die betonierte Fläche der Ver- und Entsorgung ist ca. 7 Meter lang. Die Waschanlage ist für sehr hohe Mobile nicht geeignet. Die Zeltreihe direkt neben der Ver- und Entsorgung wird bei einer Wohnmobilwäsche unausweichlich mitgewaschen. Das Sanitärgebäude dürfte bei voller Belegung der Mietunterkünfte nicht ausreichend sein, da die meisten der Mietunterkünfte über kein eigenes Bad verfügen. Es gibt 3 Toiletten und 3 Duschen im Damenbereich. Der Duschkopf spritzt in alle Richtungen und aufgrund des sehr niedrigen Wasserdrucks ist das Haarewaschen eine Challenge. Die Abwaschbecken verfügen nur über kaltes Wasser. Waschmaschine und Trockner funktionieren bei uns sehr gut. Eine Wäscheladung kostet 2,75 €, ein Trocknergang 2,50 €. Das WLAN des Campingplatzes ist sehr unzureichend. Der Empfang über unseren mobilen Router ist dafür jedoch sehr gut. Wir verlassen den Platz am nächsten Tag, da uns persönlich die Parzellen zum mobilen Arbeiten zu beengt und dadurch auch zu unruhig sind. Wir zahlen für eine Nacht 20 € für Mobil plus 2 Personen. Strom würde 6 € extra kosten. Es gibt einen kleinen Shop auf dem Platz sowie ein Restaurant hier rechts, in dem wir sehr gut zu Abend gegessen haben. Circa 20 Kilometer vom Campingplatz entfernt liegt der bekannte Ausflugsort Ronda, den wir bereits vor einem Jahr besichtigt haben. Da wir damals noch keine Filmaufnahmen gemacht haben, hier ein paar Fotoimpressionen. Wir genießen die Ruhe beim Picknickplatz Molino de Trejo.
Auf unserer weiteren Route bietet sich uns dieser tolle Ausblick auf das Dorf Olvera mit seiner imposanten Burg aus dem 12. Jahrhundert, die auf einem Felsen über dem Ort thront. Der große Stellplatz in Algodonales liegt an der Zufahrtsstraße zum Ort, der ca. 500 Meter entfernt ist. Hier können ca. 50 Wohnmobile kostenlos parken. Die Stromkästen stehen den Wohnmobilisten nicht zur Verfügung. An einigen Stellen spenden kleine Bäume etwas Schatten. Das Gelände wird auch für Veranstaltungen, wie zum Beispiel für den Karneval im Februar, genutzt. Dann kann man hier nicht parken. Wir machen hier heute nur einen kleinen Zwischenstopp für die Fähr- und Entsorgung. Alles ist doppelt vorhanden und kostenlos. Das Internet über unseren Mobilfunkrouter ist hier ausgezeichnet. Der Ausblick vom Stellplatz ist wunderschön. Anschließend fahren wir weiter zu tollen Aussichtspunkten mit Blick auf den Ort Sahara de la Sierra. In unserem nächsten Video übernachten wir auf dem städtischen Stellplatz in Benirabah. Stellen euch den Stellplatz Area Autocaravanas Camperpark in Roquetas de Mar vor und erleben als Highlight unserer Reise den Besuch der Alhambra in Granada. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und die Glocke drückt. Für heute sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen und vielen Dank fürs Zuschauen.